Eine 70-jährige Vietnamesin, totgefahren von einem betrunkenen Touristen. Nha Trang mitten in der Hochsaison. Ein paar Wochen später in Da Nang. Ein Tourist randaliert nachts in einem Café. Tische fliegen um, Einrichtung wird zerstört, Gäste und Mitarbeiter fliehen auf die Straße. Das ist Vietnam 2026 und darüber müssen wir reden. Okay, bevor das jetzt jemand falsch versteht, wir meinen damit nicht Touristen allgemein. Die meisten Menschen, die nach Vietnam kommen, die sind respektvoll. Sie wollen gutes Essen probieren, das Land erleben, mit Einheimischen in Kontakt treten und einfach eine gute Zeit haben. Aber es gibt auch eine kleine Gruppe, die gerade dabei ist, ziemlich vieles kaputt zu machen. Für Einheimische, für Geschäftsleute, für Behörden und am Ende auch für alle anderen Reisenden. Und genau deshalb macht uns das, was gerade passiert, ziemlich fassungslos. Nicht, weil wir gegen Touristen sind, sondern ganz im Gegenteil. Wir machen ja genau diesen Kanal, weil wir den Menschen das echte Vietnam zeigen wollen, abseits der Instagram-Spots. Aber wenn eine 70-jährige Frau von einem betrunkenen Touristen totgefahren wird oder mitten in der Nacht jemand ein Café verwüstet und Menschen auf die Straße rennen, dann ist eine Grenze überschritten. Also, was ist da eigentlich genau los? Der erste Fall fand in Da Nang statt, gegen Ende Mai. Ein australischer Tourist betritt kurz vor Mitternacht ein Café in Da Nang. Und was danach passiert ist, ist auf ziemlich vielen Kameras dokumentiert worden. Er randaliert im Café, wirft Tische und Stühle um, zerstört Einrichtungen, Kaffeemaschine und persönliche Gegenstände von Gästen. Mitarbeiter und Kunden fliehen auf die Straße. In den Berichten ist die Rede von einem massiven Sachschaden über mehrere 100 Millionen Dong. Und es bleibt nicht nur bei Sachschaden, es soll auch zu körperlichen Angriffen gekommen sein. Die Polizei nimmt ihn fest. Inzwischen wurde auch ein Strafverfahren eingeleitet. Und dann der Fall in Nha Trang Anfang Mai. Ein russischer Tourist fährt betrunken Motorrad. Er verliert die Kontrolle und erfasst eine 70-jährige Vietnamesin, die gerade dabei war, die Straße zu überqueren. Sie stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Er wurde auch festgenommen. Und das Krasse daran ist, es trifft genau die Menschen, die nichts dafür können. Eine Frau, die einfach nur die Straße überqueren wollte. Kunden, die einfach nur einen Kaffee trinken wollten. Und Mitarbeiter, die einfach ihren Job machen. Und genau deshalb reagieren viele Vietnamesen inzwischen nicht mehr nur mit Schulterzucken. Unter solchen Videos sieht man immer öfter Wut. Nicht gegen alle Ausländer, aber genau gegen diese Art von Verhalten. Und das ist neu. Vietnam ist bekannt für Geduld, Gastfreundlichkeit und eine gewisse Gelassenheit. Hier wird vieles lange toleriert. Aber wenn Menschen merken, dass Respekt ausgenutzt wird, dann kippt irgendwann auch die Stimmung. Wir haben uns gefragt, warum das ausgerechnet jetzt passiert und warum so geballt. Wenn man vor Ort lebt, spürt man das jeden Tag. Die Straßen sind voller, die Flüge werden teurer und manche Hotels sind sogar in der Nebensaison ausgebucht. Im Jahr 2023 hatte Vietnam über 12 Millionen internationale Besucher. Im Jahr 2025 fast 21,2 Millionen. Und alleine im ersten Quartal 2026 nochmal 6,76 Millionen. Vietnam will bis 2030 auf 45 bis 50 Millionen Besucher wachsen. Mehr Touristen bedeutet aber auch mehr Geld. Für Hotels, Restaurants, Fahrer und Guides. Und das ist erstmal gut. Aber die meisten unterschätzen das, denn der Wachstum kam einfach so schnell, dass selbst die Infrastruktur kaum hinterherkommt. Fast eine Verdopplung innerhalb von 2 Jahren. Kein Land kann sich darauf perfekt vorbereiten. Und je mehr Menschen unterwegs sind, desto sichtbarer werden auch die Vorfälle. Ein Zwischenfall pro 10.000 Besucher bei 12 Millionen fällt kaum auf. Bei 21 Millionen sieht das Ganze schon anders aus. Und es sind nicht nur die klassischen Touristen. Vietnam wird gerade zunehmend für Menschen beliebter, die länger bleiben wollen. Also digitale Nomaden, Auswanderer, Langzeitreisende. Während Vietnam gerade beliebter wird, passiert gleichzeitig etwas im Nachbarland, was den Druck nochmal deutlich erhöht. Wir waren letztes Jahr selbst vor Ort und was wir dort gesehen haben, hat uns teilweise echt schockiert. Jahrelang war Thailand das Land für Langzeitreisende in Asien. Einfache Einreise, lange Aufenthalte und eine große Community aus digitalen Nomaden und Auswanderer. Aber irgendwann ist das System gekippt. Immer mehr Probleme mit Visa-Overstays, illegalen Businesses, Kriminalität bei einzelnen Ausländern und einer wachsenden Frustration bei Einheimischen. Jetzt reagiert die Regierung. Im Mai 2026 hat das thailändische Kabinett beschlossen, Visa-Aufenthalte für viele Länder zu kürzen.
von 60 Tagen auf 30 Tage, in manchen Fällen sogar auf 15 Tage. Offiziell geht es um Missbrauch des Systems, Sicherheit und Kriminalität. Kommen wir also nun zu dem Punkt, der für Vietnam entscheidend ist. Wenn ein Land wie Thailand die Regeln nun anzieht, wohin gehen dann die Menschen, die genau diese lockeren Regeln gesucht haben? Ein Teil davon wird sich ein neues Land suchen. Und Vietnam ist da ziemlich naheliegend. Geografisch nah, ähnliches Klima, günstige Kosten und zumindest bisher entspanntere Regeln. Die Sorge in Vietnam ist also, kommen mit den normalen Reisenden auch genau die, die nicht in Thailand gekommen sind? Und genau hier wird es wichtig, denn Vietnam schafft nicht einfach weg. Seit dem 1. April 2026 gilt Dekret 59. Hierbei geht es um die Abschiebung von Ausländern, die gegen das vietnamesische Recht verstoßen. Also zum Beispiel bei bestimmten administrativen Verstößen, bei illegalen Aufenthalt oder anderen Vergehen, bei denen eine Ausweisung vorgesehen ist. Die Verfahren werden klarer geregelt, die Behörden können schneller handeln und die Menschen, die gegen Gesetze verstoßen und ausgewiesen werden sollen, können festgehalten oder bekleidet werden. Kurz gesagt, Vietnam baut gerade ein scharfes System auf, um gegen Ausländer vorzugehen, die sich nicht an die Regeln halten. Und das könnte möglicherweise auch erst der Anfang sein. Denn wenn sich solche Vorfälle häufen, kann die Regierung jederzeit weitergehen. Zum Beispiel visafreie Einreisen einschränken, Borderruns stärker kontrollieren, E-Visas verändern oder Langzeitaufenthalte genauer überwachen. Vietnam ist ein stolzes, souveränes Land und wenn die Behörden merken, dass Gastfreundlichkeit ausgenutzt wird, dann werden sie reagieren. Thailand hat gerade gezeigt, wie schnell sowas gehen kann. Und jetzt geht es um den Punkt, der für uns als Reisender wichtig ist. Wenn sich Regeln verschärfen, betrifft es nicht nur die, die sich daneben benehmen. Es betrifft auch die Familie aus München, den Backpacker, den digitalen Nomaden, eigentlich jeden, der eine schöne Reise haben will. Und genau deshalb geht es nicht darum, Angst zu machen. Es geht darum, dass wir verstehen, wie schnell sich Dinge ändern können. Die Frage ist also, was können wir tun? Erstens, wir kennen die Regeln, bevor wir reisen. Aktuell dürfen deutsche Staatsbürger bis zu 45 Tage visafrei einreisen. Wer länger bleiben will, sollte sich sauber informieren und nicht auf irgendwelche Tricks aus Facebook-Gruppen hören. Zweitens, wir behandeln Vietnam nicht wie einen rechtsfreien Raum. Nur weil etwas günstiger ist, heißt das nicht, dass man sich weniger respektvoll verhalten darf. Betrunken Motorradfahren ist nicht lustig. Leute anschreien ist nicht exotisch und sich daneben benehmen ist nicht Urlaubsmodus, das ist einfach nur respektlos. Drittens, wenn wir länger bleiben wollen, machen wir es legal. Ja, das ist manchmal anstrengender und ja, es kostet Zeit, aber es schützt uns und es schützt das Land. Und am Ende leben wir alle von Vertrauen. Vietnam vertraut darauf, dass wir gastfreundlich bleiben und die Reisenden vertrauen darauf, dass Vietnam offen bleibt. Und wenn dieses Vertrauen kaputt geht, verlieren am Ende alle. Denn Vietnam ist wunderschön, Vietnam ist offen und Vietnam ist gastfreundlich. Wenn wir herkommen, sind wir Gäste. Und als Gäste hat man Verantwortung. Deshalb, falls ihr wissen wollt, welche Fehler man in Vietnam machen kann, schaut euch auch gerne dieses Video hier an.